Willkommen zurück auf meinem Kanal bzw. willkommen zurück in meinem Garten. Ich möchte euch heute von Garmin das Fahrradset vorstellen für die Fenix 7 bzw. Apex 2. Ich habe mir das Ganze mal besorgt im Zuge dessen, dass ich das Ganze mal mit dem Edge vergleichen möchte. Aber erst möchte ich euch mal zeigen, wie das Ganze hier installiert wird, wie das Ganze aussieht, wie das Ganze funktioniert. Ja, hier sehen wir jetzt auch schon mal die kleine Auswahl, die ich hier habe. Und zwar, das ist einmal hier das QuickFit Quarter Turn Bike Mount, also das ist dieses Fahrradset. Hier bekommt ihr drei Möglichkeiten, einmal fürs S-Modell, fürs normale Modell und fürs X-Modell. Und wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt einmal das Edge noch hier hingelegt. Wir haben einmal die Fenix 7, die Apex 2 und auch einmal die Fenix 6 Pro. Und dann zeige ich euch das Ganze mal, wie man es hier installiert und wie das Ganze dann aussieht. Ja, da haben wir das gute Stück. Ich werde euch das Ganze dann auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Das Ganze ist momentan bei Amazon im Angebot für die Hälfte des Preises und ich habe das Ganze mit den Affiliate-Links gekauft, beziehungsweise ich möchte mich nochmal an dieser Stelle an alle Nutzer bedanken, die meine Affiliate-Links benutzen. Genau für sowas nutze ich die dann, um hier dann entsprechend solche Sachen zu kaufen und euch das vorzustellen, beziehungsweise dann hier auch weitere Videos zu machen. Dann schauen wir mal rein, was da alles drin ist. Das ist natürlich Murphy's Law, dass es jetzt anfängt zu regnen. Ja, da haben wir hier das ganze Set. Dann gibt es hier einmal eine kurze Anleitung, wie das Ganze zu installieren ist, aber jeder, der schon mal Garmin-Sensoren etc. verwendet hat, kennt das Ganze schon. Gut, dann haben wir hier die verschiedenen Aufsätze. Also wir haben hier einmal den 26 mm Aufsatz, dann haben wir einen 22 mm Aufsatz und einen 20 mm Aufsatz. Das heißt also, wenn ihr jetzt jemanden kennt, der vielleicht eine andere Fenix-Uhr noch hat, könnt ihr hier entsprechend euch vielleicht zusammentun, das entsprechend kaufen. Ja, wir haben jetzt hier einmal den Aufsatz fürs Fahrrad. Und wir haben natürlich gesagt die Einzelaufsätze und dann hier ausreichende Gummis für jeweils die verschiedenen Größen. Ja, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Also ihr habt ja hier bei diesen Uhren so QuickFit-Armbänder. Das bedeutet, das habt ihr bestimmt jetzt schon einmal ausprobiert, wenn ihr die Uhr habt, könnt ihr die Uhren ganz einfach hier abklipsen. Ihr müsst jetzt gar nichts groß machen. Und dann habt ihr hier so einen Steg, den ihr nutzen könnt und das Armband könnt ihr dann austauschen bzw. wechseln. Dann sieht die Uhr entsprechend so aus. Und das ist jetzt zum Beispiel die 22 mm Version. Und dann könnt ihr die einfach hier entsprechend reinklicksen. Und wir sehen hier, die Apex 2 hält. Übrigens, nochmal zur Anmerkung, bei Amazon steht hier für die Fenix 6. Ich habe da mal eine Frage in den Kommentaren geschrieben, habe die Antwort gekriegt, es ist auch kompatibel. Ja, und ich kann es bestätigen, für die Apex ist es schon mal kompatibel. Und wenn wir jetzt einfach mal die X nehmen, die Fenix, ja, ist ebenfalls kompatibel. Wir sehen hier, das wird zwar für die 6er Version beworben, aber die Fenix 7 Version bzw. Apex Version, hoppala, halten auch fest. Ja, und das Ganze ist dann ganz einfach wieder abzunehmen, indem man hier den Schalter runterdrückt. Und dann ist das Ganze auch wieder losgelöst. Ja, dann installieren wir es mal eben auf dem Fahrrad. Ja, beim Fahrrad ist natürlich jetzt die Frage, wo man das Ganze installiert. Wir sehen jetzt hier bei mir, ich habe hier schon mal so eine Garmin-Halterung. Also das ist die Halterung, um hier einen Steg reinzuführen. Ich müsste mal gucken, wie das genau bezeichnet wird. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich blende es mal ein, wie es genau heißt. Beziehungsweise ich mache euch auch mal den Link entsprechend hier in die Videobeschreibung. Es gibt aber auch Drittanbieterhersteller, die sowas anbieten. Also ihr müsst es hier nicht zwingend von Garmin das kaufen. Das war bei mir, glaube ich, für irgendein Set dabei. Ja, für die Uhr bietet sich eigentlich hier nur zwei Stellen bei mir jetzt gut an. Das ist einmal diese Stelle hier oder dieser Steg. Ich werde jetzt mal entsprechend den Steg hier nehmen, weil die hier einfach ein durchgehendes Rohr ist und hier so eine Verjüngung stattfindet und vielleicht hier eventuell das bei der Fahrt mit der Erschütterung abrutschen kann. Jetzt müssen wir halt einfach nur schauen, welcher Gummi hier am besten ist. Ah, der ist zu kurz. Ja, und ganz wichtig, wenn ihr das Ganze installiert, ihr müsst dann entsprechend hier gucken, dass die Einkerbung nach oben zeigt, sonst ist die Uhr falsch ausgerichtet. So, also es ist nicht so ganz so einfach, das Ganze zu machen. Ihr müsst schon ein bisschen Zug drauf haben. Habt keine Angst, das Gummi geht nicht kaputt. So, und jetzt habt ihr die Möglichkeit, hier zum Beispiel die Apex 2 entsprechend hier vorne zu installieren. Und das Ganze dann hier als, das war falsch. Und das Ganze dann hier entsprechend als Fahrradcomputer zu nutzen. Also ihr könnt hier jetzt Fahrrad auswählen und dann könnt ihr euch entsprechend hier auch navigieren lassen und entsprechend die Navigation durchführen. Wenn ihr jetzt aber sagt, ihr möchtet es nicht haben, ihr habt hier oben zum Beispiel diese Festinstallation, die ich hier auch habe, dann könnt ihr Folgendes machen. Dann könnt ihr auch entsprechend hier jetzt, ich zeige es mal in der Fenix, hier die Uhr auch wieder einklipsen und dann könnt ihr entsprechend das Ganze auch verwenden und dann habt ihr es hier etwas zentralisierter hier oben am Lenker und es ist vielleicht auch ein bisschen besser zum Schauen. Was nicht funktioniert, ist zum Beispiel von Wahoo die Anschlüsse, weil hier ist ein bisschen, ich zeige es euch mal am Edge am besten. Wir sehen jetzt hier, es ist genau exakt verdreht. Das bedeutet, ihr könnt es jetzt nicht für Wahoo-Geräte benutzen, beziehungsweise ihr könnt jetzt nicht, wenn ihr hier vorne so eine Wahoo-Installation habt, die entsprechend nicht benutzen, weil hier ein anderer Anschluss ist, beziehungsweise viel anderes ist der Anschluss nicht, ist einfach nur seitenverkehrt. Ja, wenn ihr dann unterwegs seid und jetzt eine Pause macht, geht es einfach ganz einfach, die Uhr hier wieder herausnehmen, der Anschluss bleibt dort. Und wir sehen jetzt auch hier zum Beispiel, ich habe jetzt hier die Fenix 6,
Die geht hier wunderbar auch rein. Also ist alles kompatibel. Wenn ihr das schon habt, braucht euch da entsprechend nichts zu besorgen. Ja, ich wollte euch einfach mal kurz zeigen, wie das Ganze hier funktioniert mit der Fahrradhalterung, dass ihr dann entsprechend auch die Apex und die Phoenix als Navigationsgerät fürs Fahrrad nutzen könnt. Ich mache jetzt nochmal entsprechende Tests, mache auch einen Vergleich mit dem Edge und auch mit dem Wahoo Element Bolt. Wenn dich solche Sachen interessieren, dann lasst auch gerne ein Abo da. Falls dich die Apex 2 interessiert, ich habe oben mal ein Review gemacht, da kannst du mal reinschauen. Da habe ich entsprechend die Uhr mal vorgestellt, beziehungsweise falls dich Phoenix 7 interessiert, ich habe mal einen Test mit den Neuerungen gemacht zu Phoenix 7, das verlinke ich hier oben. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal.